So, herzlich willkommen zur 23. Folge von Reptil TV. Wir waren für euch in Hamm, wir waren in USA, wir waren in Japan, aber heute kommt's. Wir haben keine Vignette, kein Strafzettel, nichts gescheut. Wir sind in die Schweiz. Wir wollen euch hier die Baselbieter Reptilienbörse vorstellen. Das ist hier in der Schweiz so die größte Reptilienbörse, einmal im Jahr, hier in der Nähe von Basel in Lausen. Da wollen wir euch einiges zeigen. Also dann, hopp Schweiz! Ja, ich bin jetzt hier mit dem Patrick Kunz. Er hat hier in der Schweiz das Schlangenforum.ch. Das ist so das größte Schweizer Forum für Reptilien, oder? Ist richtig? Stimmt, ja. Und mal allgemein, wie ist denn das Schweizer Reptilien-Business vielleicht im Vergleich zu Deutschland? Ist es das Gleiche oder manche Dinge ein bisschen anders? Ja, ein bisschen anders ist es schon. Meistens bei den Preisen sind wir noch ein bisschen teurer wie in Deutschland. Wobei... Das ist, weil die Schweizer Geld haben, so kleine Randbemerkungen? Nein, nicht weil wir Geld haben, einfach weil halt das Angebot ist ein bisschen kleiner wie in Deutschland. Das ist halt. Und das sind auch die Preise dann, was sich dann widerspiegeln. Und kaufen die Schweizer auch in Deutschland ein oder ist das dann schon mehr der interne Markt so? Also der größte Markt ist sicher in der Schweiz selber, aber natürlich, wir importieren das auch aus Deutschland. Es gibt verschiedene große Börsen in Deutschland, wo wir dann auch mit Import, Export die Tiere einkaufen, von dem her. Und noch kurz zu deinem Forum. Ist es rege besucht? Wie bist du zufrieden? Ja, ist gut, oder? Ist sehr gut besucht, also sicher für die Schweiz auch. Wir bestehen seit 2001, das sind jetzt über 9 Jahre. Wir haben über 5000 Mitglieder und können uns eigentlich über Beiträge und Inputs von außen nicht beklagen. Ja. Okay, danke ich dir. Danke. So, hier haben wir CR-Reptilien aus der Schweiz. Machen auch einiges in der Königspythonzucht, aber auch so Terrarienbau. Und hier diese Boxen finde ich absolut cool. Das sind so Nagerzuchtboxen. Oben dieser Metalldeckel drauf. Unten drunter ist die Tränke. Finde ich recht innovative Idee so. Ja, jetzt sind wir hier beim Martin Bühler. Das ist königspython.ch. Ich denke, er ist so einer der größten Königspython-Züchter in der Schweiz mittlerweile. Martin, was war die tollste, geilste Nachzucht, wo du dieses Jahr hattest? Dieses Jahr die schönste Nachzucht war definitiv der Kingpin Blast und der Pastellclown. Kingpin Blast ist Pastell, Pinstripe, Lesser. Ja, genau. Okay. Und so investitionsmäßig oder einkaufsmäßig, was ist das schönste, neueste, tollste, was du dir angeschafft hast? Das wirklich Schönste, wo ich jetzt wirklich lang drauf gewartet habe und ich jetzt endlich jemanden gefunden habe, der mir das ermöglicht hat. Ein guter Freund aus Deutschland, ist nicht so bekannt. MS Reptilien heißt der, glaube ich. Wie? Du hast Freunde in Deutschland? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wirklich. Der ist wirklich ein guter Freund von mir geworden. Stefan Brokammer heißt er und der hat mir meinen Traum vom Dessert erfüllt. So, natürlich ist der Regius-Boom auch absolut in der Schweiz angekommen. Wir sehen hier eine Auswahl an verschiedenen Regius, Piebald, Lemon Blast, Bumblebee, Albino. Was hier auch recht interessant ist, dass hier immer ein Vortrag gehalten wird. Dieses Jahr, oder 2 Vorträge sogar, dieses Jahr war Bartagamen ein Thema und Königspythons war ein Thema. Ja, ich bin jetzt hier mit dem Arthur Bürgin aus der Schweiz. Der Arthur ist bestimmt einer der Terrarianer, die schon mit am längsten hier in der Schweiz im Geschäft sind, Fast oder? 40 Jahre, ja. Fast 40 Jahre, ja. Ja. Mit was hast du damals angefangen? Angefangen habe ich mit Nattern und dann ging es über Giftschlangen und Warane. Und heute bin ich ausschließlich bei Riesenschlangen, also Boas und Pythons, die ich jetzt noch pflege. Wobei du ja auch, also ich erinnere mich in meiner Anfangszeit, da hast du auch schon mit Riesenschlangen gemacht. Ich glaub, Ja, du warst natürlich. Auch einer der Ersten Ich habe
1976 in Düsseldorf meine ersten Vorträge über das Nachzüchten von dann zumal Chondropythons und Morelia, von Python Argus variegate hießen sie dann zumal noch, habe ich Vorträge gehalten. Ja, das ist so. Okay, das ist noch in meiner Erinnerung drin, wo ich als kleiner Terrarianer Neuling war. Der Arthur Bürgin aus der Schweiz war damals schon die große Koryphäe mit den Riesenschlangen oder sowas. Ne? Also schon interessant, so ewig lang in dem Bereich zu sein. Ja. Eben die Abstecher ein bisschen über Giftschlangen und jetzt aber wieder zurück seit vielen Jahren bei Riesenschlangen vor allem. Ja. Und nach wie vor noch richtig Spaß dran an der Geschichte? Ja, noch nicht abgebaut. Ich denke zwar über das Abbauen nach, aber du weißt, wie das ist. Man baut eher auf als ab letztendlich. Ja. Genau. Das ist so, ja. Nee, super. Danke dir, Arthur. Okay. Und wir sehen uns wieder. Ja, danke. Tschüss. Da haben wir einen richtig schönen roten Sandfire Vordergarn. Ja, ich bin jetzt hier mit Markus Bohrer. Er ist der Veranstalter dieser Baselbieter Reptilienbörse. Markus, wie bist du zufrieden? Ist gut? Ja. Wir sind sehr zufrieden, ja. Sehr positiv, ja. Und wie viele Besucher habt ihr hier ungefähr? Ich schaue relativ voll, wenn ich mich so umschaue. Es sind bis jetzt 2000 Eintritte bis jetzt so weg, ja. Okay. Ich denke, dann ist das somit eigentlich die größte Reptilienbörse hier in der Schweiz. Das kann man schon so sagen, oder? Das ist so, das ist die größte und bekannteste Reptilienbörse in der ganzen Schweiz. Es gibt 2, 3 andere Börsen, die in der Nähe sind von den Zahlen, aber in der Nähe. Und du selber züchtest ja auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, du bist selber am Züchten von Riesenschlangen. Hast auch schon ein paar Artikel veröffentlicht in der Reptilia, gell? Das ist korrekt, ja. Das letzte war der Königspython, den wir selber zusammengestellt haben, unsere Erfahrung und so weiter. Aber wir halten und züchten diverse Acanthophyes, einfach die Madagaskar-Boas, Regius, Angola ist unser Schwerpunkt und so weiter. Wir sind zufrieden, das ist Fragen. Und die Börse aber nach wie vor dein Hauptsteckenpferd, oder? Das sind wir motiviert, die Hindernisse, die Probleme zu bewältigen. Die Schweizer, die haben die Reptilienbörse erfunden, nicht die Deutschen. Wer hat es erfunden? Ja, die Schweizer. Wer hat es erfunden? Das ist Ansichtssache. Ja, Stefan. Wer hat es erfunden? Du hast schon recht, nicht wir. Wer genau? Deutschland teilweise. Und wer genau? Franki? Der Frank aus Hamm. Ja, teilweise, ja. Ist der größte in Deutschland sicher, ja. Ja, hier sind wir bei moreliaspilota.ch. Der Dani hat sich auf die Zucht von verschiedenen Teppichpythons spezialisiert hier in der Schweiz. Und wir sehen hier, er hat einige richtig schöne, feine Sachen dabei. Für mich persönlich bei den Teppichpythons nach wie vor der gute alte Jungle Carpet, schwarz-gelber Cheney. Einfach super schöne Schlange. Die Kopfzeichnung ist der Hammer. Die Mutation, Jaguar und so weiter sind wirklich auch schön. Aber ich finde, der Cheney ist für mich persönlich immer noch die Nummer 1. Was auch wirklich toll ist hier, so das leibliche Wohl kommt definitiv nicht zu kurz. Hier gibt es auch richtig feine Sachen, leckere Würste, Essen, Trinken. Also die Schweizer wissen, wie man lebt. Also hier haben wir ein paar richtig seltene, schöne Geckos. Palmato-Gecko Rangai sind es. Für mich persönlich, die Augen sind der absolute Hammer. So, dann sind wir jetzt hier am Ende der Baselbieter Reptilienbörse. War sicherlich eine interessante Sache. Es waren tolle Leute da, wir haben tolle Tiere gesehen. Es ist sicher anders wie Hamm oder wie Daytona. Natürlich kein Vergleich, aber deswegen nicht weniger interessant. Noch was in eigener Sache. Reptil TV gibt es jetzt auch bei iTunes als Podcast zum Runterladen, als HD-Version oder als Standardversion. Sicherlich praktisch. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, checkt meine Balls.